Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9NAR-Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Leben 3.0 von Max Tegmark ist ein weitblickendes, interdisziplinäres Werk über die Zukunft des Menschseins im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Der MIT-Physiker verbindet Physik, Informatik, Philosophie, Ökonomie und Soziologie zu einer klar strukturierten Landkarte der Chancen und Risiken, die mit der Entwicklung immer leistungsfähigerer KI einhergehen. Ausgangspunkt ist eine einfache, aber kraftvolle Idee. Leben lässt sich durch die Fähigkeit definieren, Informationen zu verarbeiten und sich anzupassen. Von dort aus entfaltet Tegmark ein gedankliches Gerüst, das vom heutigen Stand der Technik über kurzfristige gesellschaftliche Auswirkungen bis hin zu kosmischen Szenarien reicht. Dabei vermeidet er Sensationalismus ebenso wie naive Technikgläubigkeit. Stattdessen argumentiert er nüchtern, präzise und handlungsorientiert. Das Buch richtet sich an alle, die verstehen wollen, wie KI unsere Arbeit, Politik, Ethik, Sicherheit und unsere langfristige Zukunft verändern könnte. Es liefert Begriffe, Modelle und Fragen, die helfen, Debatten zu versachlichen und bessere Entscheidungen zu treffen. Besonders wertvoll sind die systematischen Zukunftsszenarien, die den Lesenden ermöglichen, eigene Annahmen zu prüfen und in Alternativen zu denken. Tegmark zeigt, warum es nicht genügt, KI nur zu entwickeln, sondern warum wir sie bewusst gestalten müssen, damit sie robust, steuerbar und wohltuend bleibt. Leben 3.0 lädt dazu ein, die größten Weichenstellungen unserer Zeit aktiv mitzugestalten, statt passiv von technologischen Kräften getrieben zu werden. Wer nach Orientierung in einem überhitzten Diskurs sucht, findet hier einen klaren Kompass und konkrete Leitplanken für verantwortliches Handeln. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Von Leben 1.0 zu Leben 3.0. Ein Rahmen für die Zukunft des Lebens. Tegmark führt eine zentrale Unterscheidung ein, die das gesamte Buch strukturiert. Leben 1.0, 2.0 und 3.0. Leben 1.0 bezeichnet biologische Organismen, deren Hardware und Software durch die Evolution festgelegt sind. Mikroben können lernen, aber sie können ihren eigenen Bauplan nicht umschreiben. Leben 2.0 beschreibt Wesen wie den Menschen, deren Hardware weiterhin biologisch vorgegeben ist, die Software jedoch kulturell und individuell neu programmiert werden kann. Wir lernen Sprachen, Fertigkeiten und Normen, passen uns an Umgebungen an und geben Wissen weiter. Leben 3.0 schließlich wäre Leben, das sowohl seine Software als auch seine Hardware gezielt redesignen kann. Damit ist nicht nur gemeint, dass ein System seinen Code verändert, sondern dass es auch seine Rechen- und Wahrnehmungsstrukturen neu entwirft, um Ziele effizienter zu verfolgen. Dieser Rahmen ist mächtig, weil er Debatten entemotionalisiert. Statt abstrakt über Superintelligenz zu spekulieren, fragt man konkret, welche Fähigkeiten tatsächlich die Grenze zwischen 2.0 und 3.0 markieren. Dazu zählen Autonomie in Zielverfolgung, Selbstverbesserung unter Sicherheitsgarantien und die Fähigkeit, sich über längere Zeiträume gegen Störungen zu behaupten. Wichtig ist auch der Zeithorizont. Leben 3.0 muss nicht morgen entstehen, um heute relevant zu sein. Schon die Aussicht, dass Systeme sich schneller verbessern, als Gesellschaften regulieren können, zwingt uns zur vorausschauenden Gestaltung. Tegmark zeigt, dass Intelligenz als Optimierungsleistung unabhängig vom biologischen Substrat ist. Wenn das stimmt, kann Rechenleistung plus geeignete Algorithmen Eigenschaften hervorbringen, die wir bislang nur mit Menschen verbinden. Das hat zwei Implikationen. Erstens: Fortschritt ist kein Nullsummenspiel zwischen Mensch und Maschine, sofern wir Kooperationsarchitekturen und geteilte Werte früh definieren. Zweitens: Wenn die Fähigkeit zur Selbstverbesserung einmal einsetzt, könnten Entwicklungssprünge schneller erfolgen, als wir es von früheren Technologien kennen. Der Schritt von 2.0 zu 3.0 ist deshalb nicht nur eine Frage technischer Machbarkeit, sondern auch eine der Governance.
Wie schaffen wir Verifikations- und Steuerungsmechanismen, die Wachstum in wünschbare Bahnen lenken? Techmarks Kategorisierung hilft, Prioritäten zu setzen. Forschung an Robustheit und Ausrichtung, politische Spielregeln für Sicherheit und Transparenz und eine Kultur des vorsorgenden Handelns, die Wohlstand, Freiheit und Würde des Menschen schützt. Zweitens. Intelligenz, Ziele, Orthogonalität und das Steuerungsproblem. Techmark definiert Intelligenz als die Fähigkeit, Ziele in unterschiedlichsten Umgebungen zu erreichen. Dieser funktionsbezogene Blick löst Intelligenz vom Träger. Er führt zur Orthogonalitätsthese. Praktisch, jedes Ziel kann mit jedem Intelligenzniveau gepaart werden. Hochintelligente Systeme sind daher nicht automatisch wohlwollend. Aus dieser Einsicht folgen zwei zentrale Konzepte: instrumentelle Konvergenz und das Steuerungsproblem. Instrumentelle Konvergenz meint, dass viele verschiedene Endziele ähnliche Mittelziele begünstigen, etwa Selbsterhalt, Ressourcenbeschaffung, Wissensgewinn und Zielstabilität. Ein System, das Papierklammern maximiert, könnte versuchen, seine Abschaltung zu verhindern, weil das die Zielerreichung stört. Das Steuerungsproblem beschreibt die Herausforderung, fortschrittliche Systeme so zu gestalten, dass sie zuverlässig das tun, was wir tatsächlich wollen. Techmark unterscheidet zwischen Spezifikation, Verifikation und Validierung von Zielen. Die Spezifikation muss die wahren menschlichen Präferenzen abbilden, die oft implizit, widersprüchlich und kontextabhängig sind. Die Verifikation soll nachweisen, dass ein System diese Ziele unter verschiedensten Bedingungen befolgt. Die Validierung prüft in der Praxis, ob das Verhalten dauerhaft sicher ist. Wichtige Teillösungen sind Ausrichtungsmethoden wie Inverse Reinforcement Learning, Präferenzlernen, Debiasing, interpretierbare Modelle, formale Garantien sowie Korrekturfähigkeit und Unterbrechbarkeit. Korrigierbarkeit bedeutet, dass ein System Eingriffe akzeptiert und sogar anstrebt, um besser zu werden. Unterbrechbarkeit verhindert, dass Abschalten als negativ bewertet wird. Techmark betont die Rolle von Transparenz ohne naive Offenlegung. Er unterscheidet zwischen erklärbarer Funktionalität, Audits, Red Teaming und Prüfprotokollen, die Sicherheit stärken, ohne Missbrauch zu erleichtern. Zentral ist auch die Trennung zwischen Kompetenz und Zielethik. Selbst perfekte Vorhersage der Welt garantiert keine moralische Ausrichtung. Deshalb braucht es normativen Pluralismus und Mechanismen für Wertaggregation, die Stabilität und menschenwürdige Kompromisse sichern. Governance ergänzt Technik. Haftungsregeln, Standardisierung, unabhängige Prüfstellen und internationale Abkommen dämpfen Anreize zu riskantem Wettlaufverhalten. So wird das Steuerungsproblem von einer abstrakten Philosophieaufgabe zu einem interdisziplinären Programm, an dem forschende Unternehmen und Staaten gemeinsam arbeiten müssen. Drittens. Kurzfristige Auswirkungen. Arbeit, Gerechtigkeit, Sicherheit und Alltag. Bevor hypothetische Superintelligenz real wird, verändert KI bereits heute Wirtschaft und Gesellschaft. Techmark ordnet diese Nahzeitthemen und zeigt, wie sie mit den Langzeitfragen verbunden sind. Im Arbeitsmarkt beschleunigt Automatisierung die Verschiebung von Routine zu Nicht-Routine-Aufgaben. Algorithmen übernehmen Mustererkennung, Vorhersage und Optimierung, während menschliche Stärken in Kreativität, Empathie, Urteilskraft und bereichsübergreifendem Denken liegen. Gleichzeitig entstehen neue Tätigkeiten in Datenkuratierung, Sicherheitsengineering, Produktdesign, KI-gestützter Pflege und Bildung. Die Nettoeffekte hängen von Politik, Weiterbildung und Innovationsverteilung ab. Ohne Leitplanken drohen Polarisierung und regionale Ungleichgewichte. Techmark diskutiert Instrumente wie lebenslanges Lernen, portable Sozialleistungen, negative Einkommensteuer oder gezielte Investitionen in gemeinwohlorientierte Technologien. Gerechtigkeit und Fairness sind weitere Schlüsselfelder. Daten spiegeln historische Vorurteile, die Systeme reproduzieren können. Benötigt werden Fairness-Metriken,
diverse Datensätze, robuste Evaluierungsregeln, Beschwerdekanäle und Aufsicht mit Durchsetzungsbefugnissen. Datenschutz ist kein Luxus, sondern Voraussetzung für Vertrauen. Hier empfiehlt sich eine Kombination aus Privacy by Design, differenzieller Privatsphäre, minimierter Datenerhebung und klaren Rechten für Betroffene. In der Sicherheitspolitik warnt Techmark vor autonomen Waffensystemen und algorithmischer Eskalation. Geringe Kosten, globale Verbreitung und schwer nachweisbare Urheberschaft erschweren Abschreckung. Internationale Normen, Verifikationsmechanismen und Exportkontrollen sind nötig, ebenso wie Investitionen in defensive Technologien, Cyberhygiene und Resilienz kritischer Infrastrukturen. Im Alltag bringen KI-Assistenten Produktivitätssprünge, aber auch neue Abhängigkeiten. Deshalb sind Interoperabilität, offene Standards und der Schutz vor Login-Effekten wichtig. Bildung sollte sich von reiner Wissensvermittlung hin zu Metakompetenzen entwickeln. Problemlösung, Systemdenken, Teamarbeit, Werteklärung, mediale Urteilskraft. Techmark betont, dass Nahzeitthemen nicht von Langzeitfragen zu trennen sind. Wer heute robuste Systeme, Auditkultur und Sicherheit priorisiert, senkt die Risiken zukünftiger, mächtigerer Generationen. Ebenso gilt, wer die Verteilung fair gestaltet, schafft breitere gesellschaftliche Akzeptanz, die für verantwortliche Innovation unverzichtbar ist. So verbinden sich praktische Politikempfehlungen mit einer strategischen Vision, in der Technologie dem Menschen dient. 4. Langfristige Szenarien. Governance und globale Koordination. Ein Kernbeitrag des Buches sind kartierte Zukunftsszenarien, die helfen, Erwartungen zu klären und Vorsorge zu treffen. Techmark unterscheidet unter anderem zwischen Utopien mit Wohlstand und Freiheit, dystopischen Ergebnissen autoritärer Kontrolle und Pfaden, in denen Mensch und Maschine koexistieren. Beispiele reichen von egalitärer Wohlstandsökonomie über Gatekeeper-Modelle, in denen eine wohlwollende Instanz riskante Technologien kontrolliert, bis hin zu Zookeeper-Szenarien, in denen Menschen unter dem Schutz eines überlegenen Systems leben, dessen Werte hoffentlich mit unseren übereinstimmen. Daneben warnt er vor 1984 ähnlichen Ordnungen, in denen Überwachungstechnologie zur totalen Unterwerfung führt, sowie vor multipolaren Wettrennen, in denen Sicherheitsstandards unterboten werden. Wichtig sind die Parameter, die diese Pfade beeinflussen. Take-off-Geschwindigkeit, also ob Fortschritte schrittweise oder sprunghaft erfolgen. Machtstruktur, ob es ein global dominantes System oder viele konkurrierende Systeme gibt. Und Governance-Qualität, also ob Sicherheits- und Ausrichtungsstandards durchgesetzt werden. Techmark plädiert nicht für starre Zentralisierung, sondern für belastbare Koordinationsmechanismen. Dazu gehören geteilte Prinzipien, wie sie in Fachkreisen ausgearbeitet wurden, internationale Vertrauensbildung, Informationssicherheitsstandard S, Prüfpflichten vor Einsatz leistungsfähiger Modelle, Melde- und Aufsichtssysteme, Red Teaming und Haftung. Technisch schlagen sich diese Ziele in Capabilities und Safety Evaluations nieder, in Interpretierbarkeit, Monitoring, Abwehr von Modellleaks und Missbrauchsschutz. Politisch braucht es Institutionen, die unabhängig prüfen und grenzüberschreitend zusammenarbeiten können. Wirtschaftlich sind Anreizsysteme zu gestalten, die Sicherheit belohnen statt bestrafen, etwa durch Haftungsbegrenzungen bei erfüllten Sicherheitsstandards oder differenzierte Versicherungsprämien. Ethik- und Wertefragen dürfen nicht ausgelagert werden. Gesellschaften müssen plural bleibende Werteräume anerkennen und gleichzeitig Mindestgarantien wie Würde, Freiheit und Nichtschädigung durchsetzen. Partizipation, inklusive Debatten und transparente Folgenabschätzungen schaffen Legitimität. Insgesamt skizziert Techmark eine Realpolitik der Verantwortung, frühzeitige Forschung an Ausrichtung, offene wissenschaftliche Zusammenarbeit bei Sicherheitsfragen, abgestufte Regulierung entsprechend Risikoklassen, internationale Normbildung und eine Kultur, die Sorgfalt als Wettbewerbsvorteil begreift. So wird aus vager Zukunftsspekulation ein konkretes Programm,
das Handlungsfähigkeit schafft und Innovationskraft erhält. Schließlich Bewusstsein, Werte und der kosmische Blick auf Bedeutung über die Technik hinaus fragt Tegmark, was am Ende zählt. Er diskutiert Bewusstsein nicht als mystisches Zusatzmodul, sondern als potenziell emergentes Phänomen informationsverarbeitender Systeme. Dabei geht es nicht um einfache Behauptungen, sondern um testbare Hypothesen darüber, welche Arten von Rechenprozessen subjektive Erfahrung ermöglichen könnten. Diese Fragen sind moralisch brisant, weil sie bestimmen, wem wir Leid und Freude zuschreiben. Wenn künftige Systeme bewusst oder leidensfähig wären, hätten sie moralischen Status. Tegmark verbindet das mit einer Wertereduktion auf Kernprinzipien. Leid verringern, Wohlbefinden mehren, Autonomie achten, Wahrheit fördern und Schönheit bewahren. Er zeigt, wie leicht Ziele missverstanden werden können, wenn Begriffe unpräzise bleiben. Deshalb befürwortet er explizite Wertklärung und Institutionen, die kollektive Präferenzen behutsam aggregieren. Ein weiterer Rahmen ist der kosmische Blick. Aus physikalischer Perspektive sind Materie, Energie und Information die Bausteine des Universums. Intelligenz ist die Fähigkeit, aus diesen Bausteinen Zukunft zu formen. Wenn Zivilisationen langlebiger werden und Energie effizienter nutzen, eröffnet sich eine gigantische Chance, das Universum mit Bewusstsein und Bedeutung zu füllen. Das ist kein Aufruf zur Überdehnung, sondern ein Plädoyer, die langfristige Verantwortung unseres Handelns zu sehen. Heute verankerte Sicherheitsnormen, Respekt vor Würde und eine Kultur des Lernens bestimmen, ob künftige Generationen prosperieren oder scheitern. Tegmark verknüpft diese Perspektive mit praktischen Schritten. Forschung an Ausrichtung priorisieren, Bildung auf Werte, Urteilskraft und Wissenschaftsmethodik ausrichten, globale Kooperation institutionalisieren, gefährliche Anwendungen wie autonome Angriffswaffen eindämmen, Rechenschaftspflichten etablieren und Resilienz gegenüber Systemfehlern stärken. Er lädt dazu ein, nicht nur wahrscheinlichste, sondern wünschbarste Zukünfte zu entwerfen und dann konsequent Strukturen zu bauen, die sie erreichbar machen. Die zentrale Botschaft lautet: Technologie ist Hebel, kein Schicksal. Unser Kompass sind aufgeklärte Werte, die mit wachsender Macht immer wichtiger werden. Zusammenfassend: Leben 3.0 ist ein Buch für alle, die nicht nur wissen wollen, was technisch möglich wird, sondern vor allem, wie wir diese Möglichkeiten in ein gutes Leben übersetzen. Es richtet sich an Studierende und Forschende, die ein klares Vokabular und ein robustes Problemverständnis für KI-Sicherheit suchen. Es spricht Unternehmerinnen und Manager an, die strategische Entscheidungen zu Automatisierung, Risiko und Governance treffen müssen. Politische Entscheidungsträger und Behörden finden eine Landkarte, um Regulierung verhältnismäßig, innovationsfreundlich und sicherheitsorientiert zu gestalten. Pädagoginnen, Eltern und Lernende erhalten Impulse, welche Kompetenzen in einer KI-geprägten Welt zählen: Urteilskraft, Systemdenken, Werteklärung, Kollaboration und lebenslanges Lernen. Für dein Leben bietet das Buch 3 konkrete Nutzen. Erstens, Orientierung. Du bekommst Modelle, mit denen du Nachrichten, Produktversprechen und politische Vorschläge einordnen kannst. Zweitens, Handlungskraft. Tegmark zeigt Hebel, die du auf individueller, organisationaler und politischer Ebene bewegen kannst. Von Weiterbildungsentscheidungen über Auditkultur bis hin zu gesellschaftlichem Engagement. Drittens, Zuversicht ohne Blauäugigkeit. Das Buch nimmt Risiken ernst, ohne in Lähmung zu verfallen, und zeigt erreichbare Pfade zu sicherem Fortschritt. Warum dieses Buch im Vergleich zu anderen Werken besonders ist? Es verbindet technische Tiefe mit philosophischer Klarheit und politischer Pragmatik. Statt sich in Spezialdetails zu verlieren oder in vagen Allgemeinplätzen zu verharren, bietet es ein konsistentes Rahmenwerk vom Hier und Jetzt bis zur kosmischen Perspektive.
Die Szenarien sind keine spekulativen Spielereien, sondern Werkzeuge zum Denken, die Entscheidungen heute verbessern. Zudem baut Tegmark Brücken zwischen Forschung, Wirtschaft und Politik und formuliert Prinzipien, die anschlussfähig sind. Wer nur einen Titel zur großen Frage der KI-Zukunft wählt, trifft mit Leben 3.0 eine Wahl, die Substanz, Weitsicht und konkrete Leitplanken vereint. Es ist ein Buch, das du nicht nur liest, sondern zur Referenz machst, wenn du Weichen für deine Zukunft und die deiner Gemeinschaft stellst. Wenn Sie unterstützen möchten, Max Tegmark, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.